Es ist 7:30, hier ist die Zeit im Bild. Meine Damen und Herren, guten Abend. Hier, irgendwo in den Wäldern in der Nähe der Donau in Niederösterreich, soll Emil derzeit herumstreifen. Immer wieder läuft der Elch jemandem kurz vor die Kamera. So auch hier bei St. André-Wördern bei der Donau, wo er gestern einem LKW-Fahrer begegnet. Der hält das Treffen mit diesem Foto fest, einer der aktuellsten Sichtungen. Emil hat schon einen langen Weg von Norden her hinter sich. Hier ist er in Tschechien unterwegs. Ursprünglich kommt er aber aus Polen, so die tschechische Agentur für Naturschutz, die seine Route mitverfolgt. Vom Norden Tschechiens zieht er Anfang Juni südwärts, kurz wandert er Richtung Wien, schlägt dann aber einen Haken und nimmt ein Bad in der Donau. Wie es mit Emil weitergeht, kann niemand sagen. Ihn zu betäuben und dann mit einem LKW wieder zurück in nördliche Gebiete zu bringen, wo es kälter ist, das ist keine Option. Dagegen spricht nämlich das Gesetz. Ja, und damit ein ganz herzliches Hallihallo und willkommen hier am Kanal im Neustadt an der Südbahn. Ihr habt es bereits im Intro gesehen, Elch Emil hält uns seit Wochen auf Trab mit seiner Reise durch Österreich. Mittlerweile hat Österreich wieder verlassen, muss ich dazu sagen. Ich habe es allerdings nicht geschafft, das Video so zeitnah fertigzustellen, wie er noch unterwegs war. Ich habe die Geschichte ein wenig abgeändert. In Wahrheit, habt ihr sie auf der Grafik gesehen, ist er nicht in den Süden von Niederösterreich gekommen, sondern Richtung Westen gewandert. Fürs Video habe ich es allerdings ein bisschen abgeändert. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen dieses Videos.
Sperre zum Ziegenkreis, im Gleisbereich bei der Elch-Emil spaziert. Ich bekomme selbst keine Information. Angeblich ist die Streckensperre noch bis 21:30 Uhr. Das sind alle Informationen, die ich habe. Es heißt Abschied nehmen von Elch-Emil. Seine Reise quer durch Österreich endet heute. 200 Meter vor der A1 der Westautobahn in Oberösterreich wurde er heute früh betäubt. Emil stammt vermutlich aus Polen und ist rund einen Monat lang quer durch Österreich gestreift, durch Niederösterreich vornehmlich. Er ist jung, geschlechtsreif und auf der Suche nach einem Weibchen. Aber das hat er natürlich trotz vieler aufregender Stationen in Niederösterreich nicht gefunden. Dafür hat er mittlerweile 25.000 Fans auf Facebook gefunden. Wie dem auch sei, heute früh wird Emil in Oberösterreich betäubt und leicht sediert an die tschechische Grenze verbracht. Ein Grenzübertritt wird ihm quasi nahegelegt, denn drüben im tschechischen Nationalpark, da lockt eine Elchpopulation. Und zurück in Oberösterreich bleibt unsere Reporterin Isabella Köck. Ja, eine lange Reise ist heute zu Ende gegangen. Elch-Emil wurde kurz vor der Autobahnauffahrt Zadlet betäubt und dann stehend abtransportiert.
Bei mir ist jetzt der Kommandant der Feuerwehr Fadlet, Gerald Lindinger. Den noch sedierten Emil in den Anhänger verbracht und dort ist er dann auf Stroh und Heu liegend dann noch untersucht worden und dann ist, wie die Sedierung zu Ende gegangen ist, er aufgestanden und dann ist er abtransportiert worden. Vielen Dank, Herr Lindinger. Ja, Emil ist jetzt mittlerweile auch im Böhmerwald angekommen. Er ist am Rand des Böhmerwalds freigelassen worden und laut ersten Fotos ist er auch wieder wohlauf. Er ist mit einem GPS-Tracker ausgestattet worden, um ihn ein bisschen zu verfolgen. Er soll hier im Böhmerwald und dann auch im Nationalpark dort an der tschechischen Grenze auf Artgenossen treffen und hoffentlich auch seine Herzensdame Emilia treffen.